In diesem Video schauen wir uns Active Pieces an. Was ist Active Pieces? Stellt euch Zapier oder Make.com vor, also Dienste, mit denen ihr verschiedene Apps und Services miteinander verbinden könnt. Active Pieces ist eine Open-Source-Alternative dazu. Das heißt, wir können es auf unserem eigenen Server hosten. Und genau das machen wir heute. Wir installieren Active Pieces gemeinsam von Grund auf. Dafür nutzen wir Docker und Docker Compose. So läuft die Anwendung sauber in einem eigenen Container. Am Ende erstellen wir auch eine erste kleine Automatisierung, damit wir direkt sehen, ob alles funktioniert. Ich habe hier einen Ubuntu-Server und auf diesem Server ist Docker installiert. Das heißt, wenn ich hier auf dem Server eingebe Docker --Version, dann sehe ich, dass Docker in der Version 28.3.3 auf meinem Server installiert ist. Als erstes erstelle ich einen Ordner für unser Projekt. Das heißt, ich gebe ein mkdir Active Pieces. Hier habe ich jetzt einen Ordner erstellt und ich wechsle in diesen Ordner hinein. Hier drin werden wir gleich eine Datei anlegen und das wird unsere compose.yaml sein. Das heißt, ich gebe ein touch compose.yaml und ich habe jetzt hier in dem Ordner Active Pieces die compose.yaml. Diese Datei müssen wir befüllen. Dazu suchen wir nach Active Pieces. Hier sehen wir den Source Code. Hier sehen wir die neuesten Releases. Hier sehen wir auch die Packages, die uns zur Verfügung stehen. Was uns interessiert, ist hier die docker compose.yaml. Ich kopiere mir mal diesen Text und füge ihn bei mir in meine compose.yaml ein. Wir gucken uns hier die einzelnen Teile an. Die Versionsangabe kann ich hier löschen. Der erste Container ist hier Active Pieces. Aber zu dem komme ich später. Ich überspringe das mal und komme hier zu Postgres, der Datenbank. Ich möchte an dieser Stelle Postgres 15 benutzen statt 14. Und zwar 15 in der Version Alpine. Das ist eine etwas kleinere Version des Postgres-Containers. Der Containername kann Postgres bleiben. Noch schlauer ist es hier irgendwie sowas wie Active Pieces noch dazu einzugeben, damit man dann wirklich identifizieren kann, wofür dieser Container gut sein soll. Also ich habe jetzt als Containernamen ap-postgres ausgewählt. Hier gibt es auch noch die Umgebungsvariablen, die werden hier in einer Environment-Datei definiert. Das kann man hier auch machen. Oder man gibt es hier halt einfach direkt an. Aber ich gucke mir hier im Repository an. Hier gibt es die .env.example und die kopiere ich mir mal. Und ich erstelle auch eine .env. Und hier füge ich das Ganze ein. Hier gibt es den AP Postgres Host. Der Host ist Postgres. Port 5432, Username ist Postgres und ich brauche auch noch ein Passwort. Das Passwort kann ich mir zum Beispiel hier generieren, indem ich eingebe OpenSSL rand -hex und dann die Länge des Passworts. Ich nehme hier mal ein 32 Zeichen langes Passwort und das kopiere ich und füge es hier beim Passwort ein. Die Datei speichere ich jetzt. Und was ich auch noch hier mache, ist das Ganze hier in einen Bindmount zu verwandeln. Das heißt, ich gebe einen ./db und dieser Ordner soll gebunden werden. Das heißt, ich muss hier auch einen Ordner erstellen, der db heißt. Also hier habe ich jetzt den Ordner, wo meine Datenbankdaten gespeichert werden sollen. Ich muss hier aus dem Volumes Postgres Data rausnehmen. Das habe ich jetzt gelöscht. Hier habe ich noch den Redis-Container. Auch hier kann ich das Ganze ändern, indem ich daraus einen Bindmount mache mit /redis und die Anführungszeichen nehme ich auch weg, die verwirren mich. Und ich erstelle hier auch den Ordner Redis. Und Redis gibt es inzwischen in der Version 8, also gebe ich hier auch eine 8 an. Ob das alles miteinander kompatibel ist, weiß ich nicht genau, aber ich versuche es einfach so zu starten. Ich lösche hier den Volume-Block und gehe zum eigentlichen Dienst.
den Active Pieces. Ich sehe hier in Active Pieces, in den Packages, was für Packages mir zur Verfügung stehen. Und hier sehe ich die Version 0.68, also 0.68.1. Und das ist die neueste Release. Danach gab es noch die Testing-Version, die möchte ich jetzt hier nicht nehmen. Das heißt, ich bleibe bei 0.68.1. Den Container nenne ich Active Pieces. Ich gucke nochmal bei Redis. Hier nenne ich das Ganze auch ap-redis restart unless stopped. Das ist okay. Hier leite ich den Port 8080 an den Port 80 im Container weiter. Ich brauche hier den Ordner Cache. Das heißt, ich erstelle den Ordner Cache. Und jetzt muss ich mir nochmal die Umgebungsvariablen angucken. Mich interessieren vor allem der AP Encryption Key. Hier führe ich auch diesen Befehl aus, habe einen neuen Key, den kopiere ich und füge ihn hier ein. Bei dem API Key kann ich auch eine längere Zeichenfolge nehmen, zum Beispiel 64. Und dann kopiere ich mir hier diese Zeichen und füge sie hier ein. Hier habe ich noch ein AP JWT Secret. Hier erstelle ich ein 32 Zeichen langes Passwort und füge es hier ein. Und was ich auch noch definitiv ändern muss, ist das AP Frontend URL. Hier gebe ich statt Localhost die öffentliche IPv4-Adresse ein. Und bei Telemetry Enabled setze ich das Ganze auf False. Ich möchte keine Telemetrie senden und das Ganze speichere ich jetzt hier ab. Jetzt sollte alles vorbereitet sein, also kann ich den Container starten. Ich gebe ein sudo docker compose up-d und ich sehe jetzt, dass die Images hier heruntergeladen werden. Jetzt führe ich auch noch aus sudo docker compose stats und damit kann ich mir hier angucken, wie der Verbrauch der einzelnen Container ist. Momentan ist kein Container gestartet, das heißt, ich sehe noch keinen. Es kann ein bisschen dauern, bis die Container wirklich gestartet sind. Falls es euch im Übrigen lieber ist, könnt ihr das Ganze auch mit einem Skript starten. Hier in der Dokumentation unter Install seht ihr hier die Docker Compose Anleitung und hier wird beschrieben, dass das ganze Repository geklont wird und man dann das Bash-Script deploy.sh ausführt und dann mit Docker Compose die Container startet. Jetzt sehe ich, die 3 Container sind gestartet und laufen. Jetzt gehe ich zu der IP-Adresse und dem Port 8080 und ich sehe hier Active Pieces lädt. Wenn es hier irgendwie einen Fehler gibt, könnt ihr in eure Konsole eingeben sudo docker compose logs und hier könntet ihr einen Fehler sehen. Also ich sehe hier gerade wird irgendwie Metadata in die Database geschoben. Das sieht alles normal aus. Ich lade die Seite nochmal neu. Ich kann sie immer noch nicht erreichen. Ich gebe nochmal ein sudo docker compose logs, aber diesmal mit -f. Hier sehe ich, da gab es einen Fehler. AP encryption key is missing or invalid. It must be a 32-character hexadecimal string. Das heißt, hier hätte man eingeben sollen OpenSSL rand 16. Ich kopiere mir diesen Befehl, stoppe nochmal die Logs mit STRG C. Im Bash führe ich jetzt den Befehl aus und diese Zeichenkette hier kopiere ich und füge sie hier ein. Das Ganze speichere ich. Jetzt führe ich nochmal aus sudo docker compose down und sudo docker compose up-d. Jetzt starten die Container wieder. Ich gucke mir die Logs an. Das ist okay. Ich gucke mir die Logs nochmal an mit -f, um ihnen zu folgen. Hier steht, die Application ist gestartet. Das heißt, ich lade die Seite nochmal neu und diesmal erreiche ich sie auch tatsächlich. Jetzt kann ich hier ein Admin-Konto erstellen und zwar für Deployen mit der E-Mail und einem Kennwort und ich drücke auf Registrieren. Deployen. Jetzt registriere ich mich und ich sehe hier,
das Active Pieces User Interface. Die Installation hat funktioniert. Hier links sehen wir die Flows, also die Abläufe, und das sind unsere Automatisierungen. Hier können wir auch Agenten erstellen, wir können uns Tabellen erstellen, wir können ein MCP anlegen, wir können To-Dos anlegen, wir können hier zu den Verbindungen gehen und bei den Verbindungen neue Verbindungen setzen. Das heißt, hier seht ihr verschiedene Dienste, mit denen ihr euch verbinden könnt. Also wenn ihr zum Beispiel bei Google einen Account habt, dann könnt ihr euch hier verbinden und dann könntet ihr diese Verbindung in euren Abläufen benutzen. Unter den Abläufen sehen wir hier auch vergangene Ausführungen. Hier sehen wir, wann die Abläufe gelaufen sind und ob irgendwie Fehler aufgetreten sind oder nicht. Neben eurem Account seht ihr hier Invite User und hier hättet ihr auch die Möglichkeit, weitere Benutzer einzuladen zu der gesamten Plattform als Admin oder als Operator und dann mit einer E-Mail könnt ihr sie einladen. Wir erstellen jetzt einen einfachen Flow. Das heißt, ich gehe auf Abläufe und drücke auf Flow erstellen. Und hier kann ich auswählen, ob ich mit einer leeren Vorlage beginnen möchte oder eine Vorlage verwenden möchte oder eine lokale Datei verwenden möchte. Ich drücke hier drauf und der Ablauf ist immer wieder der gleiche. Man braucht einen Trigger, der diesen ganzen Flow auslöst. Und dazwischen können wir verschiedene Module setzen, die dann automatisiert nacheinander ablaufen. Also hier unter Trigger haben wir verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszuführen. Also einer der wichtigsten ist wahrscheinlich der Zeitplan. Hier kann ich einstellen, dass dieser Workflow alle x Minuten abläuft oder jede Stunde oder jeden Tag, jede Woche oder zu einem ganz bestimmten Cron-Ausdruck. Also hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu regeln. Ich habe hier AI und Agents, also zum Beispiel würde das dann ausgeführt werden, wenn ein neuer Workflow in Comfy erstellt werden würde. Oder ich kann hier auch verschiedene Apps nutzen, zum Beispiel Google Tabellen und sagen, dieser Workflow soll ausgeführt werden, sobald eine neue Zeile in einer Google-Tabelle hinzugefügt wird. Oder ich eine neue E-Mail empfange. Oder ich in Google Drive eine neue Datei hochlade. Und hier gibt es sehr viele solcher Möglichkeiten, zum Beispiel rückerstattet, Schwerkraftform, schnell, Mission. Irgendwas stimmt hier mit dem Luftanruf. Irgendwie sind die auf die Idee gekommen, Box in Kiste zu übersetzen. Kaninchen MQ. Ich finde es nicht gerade schlau, App-Namen zu übersetzen. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Was ich insgesamt empfehlen würde, ist in dem Dashboard zu den Einstellungen zu gehen und das Ganze von Deutsch auf Englisch umzustellen. Man kann hier im Übrigen auch einen Dark Mode anschalten. Auf Englisch sind, glaube ich, die App-Namen deutlich besser gewählt. Wobei, die sind immer noch deutsch. Ich lade mal die Seite neu. Und jetzt sind die App-Namen tatsächlich auf Englisch. Und so machen sie für mich mehr Sinn. Ja, jetzt heißt Box auch Box und nicht Kiste. So, wir können hier aber auch einen Flow auslösen durch einen Webhook. Das wähle ich mal aus. Und zwar Catch Webhook wähle ich hier aus. Und das heißt, das wird ausgelöst, sobald ich auf diese URL gehe. Ich kopiere mir die ganze URL und führe sie aus. Und hier sehe ich, es ist nichts passiert. Okay, mal gucken, ob das gleich klappt. Wir brauchen jetzt eine Aktion, was passieren soll, wenn dieser Webhook ausgeführt wird. Und hier kann ich jetzt irgendwas erstellen und sagen, ich möchte in eine Tabelle ein Record hinzufügen. Hier steht Create a Table first. Okay, die Frage ist, wo erstelle ich diese Tabelle? Ich klone diesen Tab und gehe nochmal zurück und gehe zu Tables und erstelle eine neue Table. Und diese Table nenne ich Test. Ich aktualisiere mal und wähle jetzt die Tabelle Test aus und sage, ich möchte etwas hinzufügen. Und da soll eingefügt werden, Hallo.
Jetzt teste ich das Ganze. Ich teste diesen Step. Der ist successful. Jetzt kann ich den ganzen Flow testen und ich sehe, es läuft durch. Und jetzt drücke ich mal hier auf, ich schließe das und das. Und jetzt kann ich, wenn ich auf Edit Flow gehe, auf Publish gehen. Jetzt ist der gepublished. Und jetzt gehe ich zu der URL nochmal und führe das aus. Und jetzt müsste ich in der Tabelle, sehe ich Hallo, Hallo, Hallo. Und ich führe das jetzt nochmal aus und aktualisiere die Seite und habe jetzt ein 4. Hallo. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Seite aufgerufen wird, dann wird der Flow ausgelöst und ich bekomme eine neue Zeile in meine Tabelle. Das heißt, das funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal einen etwas anderen Workflow an. Ich mache das mal groß. Und was ich jetzt machen möchte, ist das Ganze hier zu ändern. Ich möchte keinen Webhook, sondern tatsächlich hier ein Schedule. Und zwar soll mir das ausgeführt werden. Jeden Tag wird es einmal ausgeführt. Und zwar jeden Tag um 7 Uhr morgens in der deutschen Zeitzone. Und es soll auch Samstag und Sonntag laufen. Jetzt führe ich das aus, laut Sample Data. Das hat natürlich funktioniert. Und jetzt möchte ich eine HTTP-Anfrage senden. Also ich ändere das mal und hier möchte ich eine HTTP-Anfrage senden. Hier kann ich auch auswählen, ob ich Get, Post, Patch, Pod, Delete oder Head haben möchte. Und was ich jetzt mache, ist mich anzumelden bei OpenWeatherMap. Hier erstelle ich mir einen Account und jetzt habe ich einen API-Schlüssel, mit dem ich das Wetter von OpenWeatherMap abrufen kann. Das heißt, ich muss jetzt nur herausfinden, wie das geht. Ich gehe zu dem API-Punkt und hier kann ich kostenlos, ich kann hier einen 5-Day, 3-Hour Forecast mir besorgen. Jetzt gucke ich mir nochmal die Preise an, nicht, dass ich hier Kosten generiere. Also hier sehe ich bei Free Access, dass ich 60 API-Calls pro Minute ausführen darf, beziehungsweise 1 Million pro Monat, und zwar eine von diesen APIs. Also hier, ich will mal hier die 3-Hour Forecast for 5 Days API und hier steht, wie man das Ganze ausführen kann. Und das ist meine Abfrage, die ich ausführen möchte. api.openweathermap.org Data 2.5 Forecast. Das kopiere ich mir mal und gehe zurück in den Builder, den ich gerade aus Versehen geschlossen habe. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal öffnen. Hier gebe ich die URL ein und jetzt muss ich hier Query Params hinzufügen. Also das sind die Parameter. Und hier sehe ich bei der Dokumentation, ich brauche den Parameter lat, lon und app-id. Also lat, lon und app-id. Wie wurde das hier geschrieben? App-id. Und in der App-id gebe ich meinen API-Schlüssel an, bei dem ich gerade nicht mehr weiß, wo der hin ist. Hier, das ist der API-Schlüssel, den ich benutze. Keine Sorge, ich lösche ihn nach dem Video wieder. Den füge ich hier ein. Jetzt brauche ich mein Latitude von meinem Standort. Also ich suche mal nach Latlon Map, GPS-Koordinaten. Also ich suche jetzt hier einfach mal nach Berlin. Und Schloss Freiheit Berlin, was es auch immer sein soll, ist hier, also hier in der Nähe von Unter den Linden anscheinend, ist hier Latitude. Das kann ich hier rauskopieren und hier eingeben. Und diese Zahl kopiere ich und füge sie hier ein. Und jetzt drücke ich hier auf Test Step und ich habe hier eine invalid URL. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil vielleicht muss ich hier noch eingeben https // und jetzt drücke ich nochmal auf Retest und jetzt sehe ich hier invalid API Key. Please see
bla 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 for more info. Ich habe hier die 3 vergessen. Ich drücke nochmal auf Retest. Nee, der API-Schlüssel ist immer noch invalid. Es kann ein bisschen dauern, bis dieser API-Key wirklich aktiv ist. Und deshalb muss man hier manchmal ein bisschen warten. Auf der Seite von OpenWeatherMap ist beschrieben, dass es ein paar Stunden dauern kann, bis der API-Schlüssel wirklich funktioniert. Und das dauert mir ein bisschen zu lange, ehrlich gesagt. Was ich jetzt stattdessen mache, ist eine andere API zu nehmen. Und zwar habe ich hier die Free Weather API gefunden. Ich brauche hier eine Temperatur und vielleicht auch noch Informationen zu Regen bzw. zum Weather Code. Wo kriege ich jetzt den API-Schlüssel? Ich nehme diese URL und füge sie hier ein und führe das Ganze nochmal aus. Und jetzt sehe ich hier den Status 200, aber ich habe keinen Buddy zurückbekommen. Vermutlich, weil das Ganze hier ausgeschrieben ist. Also ich nehme hier Latitude und Longitude, füge ich hier ein und führe das Ganze nochmal aus. Retest. Und jetzt bekomme ich was zurück, aber nichts Sinnvolles. Das heißt, was ich jetzt noch einmal mache, ist hier anzugeben, hier gebe ich ein Hourly und das soll sein Temperature und so weiter. Jetzt versuche ich das nochmal auszuführen. Jetzt habe ich was zurückbekommen. Und zwar sehe ich hier für die einzelnen Stunden, ich sehe hier die Temperatur zu den einzelnen Zeitpunkten und hier sehe ich, ob es regnen wird. Hier sehe ich 0,5, 0,6 und ich sehe einen Weather Code. Jetzt müsste man natürlich auch noch wissen, welcher Code hier wofür steht. Also es gibt 1, 2, 3, 0, 61. Hier sehe ich die Weather Codes. 0 ist Clear Sky. 1, 2, 3, mainly clear. Hier sehe ich 61, 63, 65, 66, 67 und so weiter ist ein Code dafür, dass es regnet oder ab 70 schneit und ab 80 ist es ein Regenschauer und 85 ist Schneeschauer und 95 ist Thunderstorm. Mich interessieren hier Zahlen beim Weather Code über 60. Gut. Das heißt aber zumindest, ich bekomme eine Antwort zurück. Was ich hier auch noch eingeben sollte, wäre, dass ich vielleicht nur 3 Tage in die Zukunft gucken möchte. Also Forecast-Days soll 3 sein. Das füge ich hier auch noch ein. Forecast Days 3. Und ich führe das Ganze jetzt nochmal aus. Retest. Und ich sehe hier, ich bekomme noch 72 Items zurück. Beziehungsweise ich mache es jetzt mal einfacher vielleicht. Also Forecast Days soll 1 sein. Ich sage mal Retest. So, jetzt bekomme ich 24 Items. Und jetzt kann ich hier was hinzufügen, was passieren soll. Und zwar füge ich hier ein Router. Damit habe ich eine Abzweigung. Und ich sage, wenn hier der Send HTTP Request, wenn der Body Hourly Weather Code, wenn der Weather Code größer ist als 60, dann soll irgendwas Bestimmtes passieren. Also hier sage ich jetzt, das ist hier schlechtes Wetter und sonst soll irgendwas anderes passieren. Teste diesen Step und ich sehe hier, momentan ist kein schlechtes Wetter, sondern otherwise. Und bei otherwise soll meinetwegen gar nichts passieren. Und wenn schlechtes Wetter ist, könnte man jetzt hier einstellen, dass hier eine E-Mail versendet wird oder sowas. Also man müsste hier jetzt eine App sich aussuchen, die eine E-Mail versenden kann, entweder mit Google Mail oder was ich ganz gerne nutze, ist sowas wie Mail.ru. Damit könnte ich dann eine E-Mail senden. Also ich müsste hier eine Connection herstellen zu Mail.ru und würde dann mit meiner API
eine E-Mail versenden können. Ich lasse das jetzt mal sein und was ich stattdessen mache, ist irgendwie, zwar könnte ich jetzt hier wieder eine Tabelle auswählen und sagen, Create Records, und zwar in der Testtabelle. Und ich sage, ich möchte jetzt hier hinzufügen, irgendwie sowas wie Wetterwarnung. Es ist Regen, Schnee vorhergesagt um circa. Jetzt kann ich hier die Zeit einfügen und das Ganze hier testen. Hier würde stehen, Wetterwarnung, es ist Regen, Schnee vorhergesagt um circa 1.9.2025, 0 Uhr. Die Sache ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle, dass hier nur die allererste Zeit abgefragt wird, also die um 0 Uhr. Und das bringt natürlich nicht so viel. Also wenn ich mir das nochmal angucke, dann sehe ich hier bei dem Weather Code, dass erst bei 22 eine 61 kommt. Und die 22, die finde ich hier. Das wäre am 1.9. um 22 Uhr. Da soll es regnen. Und die E-Mail sollte eigentlich sagen, es soll regnen um 22 Uhr. Die Sache ist, hier wird gar nicht 22 Uhr abgefragt, sondern nur die allererste Zeit in meinem Objekt. Was ich dagegen machen kann, ist jetzt hier zwischen Router und schlechtes Wetter noch was einzufügen. Die Frage ist, ich mache das hier hin und hier brauche ich einen Loop on Items und hier beim Loop on Items sage ich, ich möchte hier den HTTP Request, den Body und Hourly Weather Code, den füge ich ein. Und jetzt teste ich das Ganze. Ich versuche das mal in die Tabelle einzutragen. Ich sage Create Records und füge das Ganze in die Testtabelle ein und sage, der Record ist von meinem Items das Item 0, Loop on Items Item. Ich versuche das mal, Test Step. Und jetzt muss ich mir meine Tabelle angucken. Gehe in meine Tabelle, Test. Sehe ich hier, dass ich einfach nur eine 0 zurückbekommen habe. Ich gucke mir mal an, was unter Index zu finden ist. Ich mache einen Retest. Lade das Ganze neu. Jetzt sehe ich hier eine 1. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Also hier nehme ich den Index. Naja, ich versuche das Ganze mal hier auszuführen mit Testflow. Jetzt ist irgendwas passiert. Ich lade die Tabelle neu. Ich sehe hier ziemlich viele Einträge. Achso, ich habe jetzt tatsächlich den Index. Das ist natürlich bescheuert. Ich drücke hier auf Edit Flow. Ich gehe hier wieder zu Create Records und möchte halt nicht den Index, sondern was ich hier möchte, ist das Item. Und jetzt versuche ich das Ganze nochmal, indem ich hier auf Test Flow drücke. Und jetzt läuft der Flow durch. Hier sehe ich auch die einzelnen Einträge. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal in die Tabelle und das macht jetzt schon mehr Sinn. Das heißt, hier kriege ich auch die 61 zurück, weil ich weiß, um 22 Uhr wird es regnen. Und jetzt muss ich dafür sorgen, wenn es regnet, dann soll mir eine E-Mail gesendet werden. Das heißt, ich drücke wieder auf Edit Flow, nehme den Router und schiebe ihn hier in den Loop rein. Und jetzt, wenn schlechtes Wetter ist, das nehme ich mal raus, indem ich hier drauf drücke und sage Delete. Und jetzt kann ich mir das nochmal angucken. Hier Create Record. Okay. Und jetzt drücke ich auf Test Flow. Jetzt läuft es durch. Und ich sehe hier, beziehungsweise beim Router, was passiert ist. Und hier, wenn ich jetzt in meine Tabelle gehe, dann sehe ich jetzt am Ende nichts. Ich lösche das alles mal und führe es nochmal aus. Ich
Gehe nochmal auf Edit Flow, Test Flow. Jetzt läuft es durch. Jetzt gucke ich mir die Tabelle an. Die Tabelle bleibt leer. Ich lösche mal die Records. Also wenn das Wetter schlecht ist, wenn dieser Weather Code größer ist als 60, dann soll ein Table Record erstellt werden und ansonsten wird mir gar nichts erstellt. Ach so, hier möchte ich einen Test erstellen. Ich gehe nochmal in Edit Flow und sage, hier soll mir erstellt werden schlechtes Wetter um das Item. Aus dem Loop möchte ich hier raus übernehmen. Und jetzt teste ich das nochmal. Und jetzt führe ich hier nochmal den Testflow aus. Jetzt läuft es durch. Jetzt gucke ich in die Tabelle rein. Und ich sehe hier schlechtes Wetter um 0. Das stimmt aber nicht. Ich verstehe nicht, warum das denn nicht richtig verwendet wird. Schlechtes Wetter. Ach so. So, hier muss ich halt gucken, wenn aus dem Loop heraus das Item, was geloopt wird, größer ist als 60, dann wird das hier ausgeführt. So, jetzt versuche ich das nochmal. Ich drücke auf Test Flow. Der Flow läuft durch. Und jetzt sehe ich in der Tabelle schlechtes Wetter um 61 und schlechtes Wetter um 61. Das heißt, hier gab es einen Fehler. Und zwar möchte ich hier nicht Loop on Items Item, sondern halt was anderes haben. Ich versuche es jetzt so nochmal. Ich führe das aus. Jetzt sehe ich schlechtes Wetter um 23 und um 24. Aber hier sehe ich alle mit der 23 und danach alle mit der 24. Das ist auch nicht das, was ich haben möchte. Ich gehe nochmal in den Edit Flow und lösche das hier. Und führe das Ganze jetzt nochmal aus. Und hier sehe ich jetzt in der Tabelle schlechtes Wetter um 23 und schlechtes Wetter um 24. Ich kann nochmal alle Records löschen. Das Problem ist jetzt, ich würde, wenn das durchläuft und ich hier den E-Mail-Versand drin hätte, dann würde ich 2 E-Mails hintereinander bekommen. Und wenn es den ganzen Tag regnen würde, dann würde ich 24 E-Mails automatisch hintereinander bekommen. Deshalb muss man das Ganze hier irgendwie anders lösen. Was man machen sollte, ist nochmal den Flow zu bearbeiten. Vor dem Loop setze ich eine Variable. Wo sind denn hier Variablen? Gibt es hier keine Variablen? Hier setze ich Portal Value in Storage. Das wähle ich aus. Und ich sage, Key ist jetzt in diesem Fall gesendet. Und der Value ist 0. Hier der Store Scope ist der einzelne Run. Und hier lese ich die Variable aus an der Stelle und sage Storage get a value from storage. Und hier möchte ich den gleichen Key nehmen. Der heißt bei mir jetzt gesendet. Und ich teste das Ganze. Es hat nicht funktioniert. Ich teste diesen Schritt hier. Jetzt wird hier eine 0 eingetragen. Jetzt teste ich diesen Schritt. Jetzt wird hier gar nichts eingetragen. Okay. Was ich jedenfalls mache, ist, wenn schlechtes Wetter ist, dann soll an diese Stelle mir diese Variable, also die Variable gesendet, soll auf 1 gesetzt werden. Das heißt, wenn jetzt hier diese Variable auf 1 steht, dann soll keine neue Nachricht versendet werden. Das heißt, was ich hier im Router hinzufügen könnte, wäre ein neuer Branch. Und der Branch heißt, beziehungsweise der Branch guckt jetzt nach, wie die Variable ist. Ich teste diesen Schritt. Warum funktioniert das denn nicht? Gesendet,
gesendet, gesendet, gesendet. Value 0. Default Value, gib mal hier ein, auch eine 0. Egal, ich drücke hier Test. Jetzt komme ich hier auch eine 0 und sage hier bei Branch 2, beziehungsweise bei schlechtes Wetter, kann ich hier hinzufügen und hier Schritt 5 soll sein equal to 1, to 0. Und jetzt brauche ich Branch 2 nicht mehr. Den kann ich löschen. Delete Branch. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Testflow. Jetzt läuft es durch. Jetzt gucke ich in die Tabelle, was passiert ist. Und ich sehe hier schlechtes Wetter um 23. Warum? Weil jetzt lief hier dieser Loop durch. Um 23 Uhr war die Variable gesendet auf 0. Dann wurde hier geguckt, Variable ist auf 0 und das Wetter ist schlecht. Also wurde hier ein Record created. Also eigentlich sollte eine E-Mail versendet werden, aber ich möchte jetzt nicht 100 E-Mails bekommen. Und danach wurde diese Variable auf 1 gesetzt, sodass beim nächsten Ablauf um 24 Uhr diese Variable hier mit 1 ausgelesen wurde und deshalb das hier nicht mehr ausgelöst wurde. So kann man dafür sorgen, dass Schleifen nicht immer wieder ausgeführt werden. Aber das ist natürlich hier nur ein Beispiel, um einfach zu zeigen, wie man Abzweigungen erstellen kann, wie man Variablen erstellen kann und wie man Daten in eine Tabelle reinschreibt und wie man einen HTTP-Request macht. Ich glaube, das sind Module, die man in vielen Abläufen immer wieder verwendet. Jedenfalls haben wir heute Active Pieces mit Docker und Docker Compose auf einem eigenen Server installiert. Wir haben die Konfiguration uns angeguckt und jetzt hier einen einfachen Flow erstellt, um alles zu testen. Jetzt könnt ihr anfangen, eure eigenen Automatisierungen zu bauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt oder auf Probleme gestoßen seid, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wüsste ich gerne, wofür ihr solche Automatisierungen nutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pieces